Also wir machen noch mal kurz einen Mikrofontest. Soundcheck machen wir jetzt noch mal kurz. Ich bin beim Altarmikrofon jetzt. Mikrofon 1 müsste soweit funktionieren. Wir haben vorhin auch schon noch mal einen Test gemacht. Müsste alles soweit klappen. Soweit das Altarmikrofon. Ja, normalerweise müsste es schon. Also nochmal Soundtest vom Altarmikrofon, Mikrofon 1. Wir machen hier nochmal einen kurzen Soundcheck, ob die Lautstärke passt. Wir haben vorhin auch nochmal alles angepasst. Normalerweise müsste das Altarmikrofon, Mikrofon 1, gut klingen, so wie alle anderen Mikrofone. Wir verwenden heute wieder 3 Mikrofone, die im Zusammenspiel müssten soweit funktionieren. Okay, Altarmikrofon passt. Ich gehe nochmal zum Mikrofon 2. Bin jetzt beim Mikrofon 2 am Ambo, müsste normalerweise passen, alles funktionieren. Ich kann nochmal einen Satz hier kurz vorlesen. O Licht der lichten Ewigkeit, da unsere Welt getroffen, in dem der Menschen Schuld und Leid darf Auferstehung hoffen. Passt, okay? Dann mache ich noch kurz zu. So, ich bin jetzt beim Funkmikrofon. Machen nochmal kurz einen Soundcheck des Funkmikrofons. Das wird dann später einmal benötigt, kurz, und habe jetzt hier ungefähr 30 cm Abstand vom Funkmikrofon und müsste es soweit funktionieren. Wir haben es vorhin auch schon getestet. Normalerweise müsste es passen. Wir machen trotzdem nochmal kurz einen Soundcheck. Funkmikro. Okay, Funkmikro passt soweit auch, dann sind wir startklar. Müssen wir das Buch dann immer wegtun? Nein, ich bin jetzt sehr nervös, deswegen, und das passt. Kannst du es Dann liegen gehe ich lassen? nur wieder hin und her. Ja, kann man liegen lassen. Kann man liegen lassen, jetzt bestimmt nicht. Ich tue das anzeigen und davon das ist dann passt. Ja, okay.
In der Osternacht ist unser Herr Jesus Christus vom Tod auferstanden zu neuem Leben. Darum hält die Kirche auf der ganzen Welt diese Nacht heilig. Sie lädt die Gläubigen, wo immer sie auch wohnen, ein, zu wachen und zu beten. Auch wir sind zu Beginn dieser Nacht der Einladung gefolgt. Wir begehen das Gedächtnis des österlichen Heilwerks Christi, indem wir das Wort Gottes hören und die heiligen Mysterien feiern, in der zuversichtlichen Hoffnung, dass wir einst am Sieg Christi über den Tod und an seinem Leben in Gott teilnehmen dürfen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, erst einmal in der Geschichte der Kirche werde es nicht möglich sein, unser höchstes Fest, das Fest der Auferstehung Christi, das wichtigste Fest unseres Glaubens, in leibhaftiger Gemeinschaft zu feiern. Ich möchte Ihnen allen in dieser Osternacht-Liturgie in Gebet einschließen. Besonders beten wir für alle Kranken wegen Corona-Epidemie leiden. Wir bleiben im Vertrauen und verbunden mit der Hoffnung, dass diese anstrengende Zeit gemeinsam gesund überstehen. Der auferstandene Jesus, das Licht der Welt, leuchtet auch in unserer Dunkel. Unsere Osterkerze ist das Zeichen für Christus. Wir sehen auf ihre die Anfangs- und Endbuchstaben des griechischen Alphabets, Alpha und Omega. Sie bedeuten, Christus ist der Anfang und das Ende. Er ist alle Zeit für uns und für alle Menschen da.
Hier ist unsere Osterkerze, die ein Jahr lang das österliche Licht tragen wird. Sie ist für uns ein Sinnbild für Jesus und uns in unserem Leben vorangeht und wird nun geweiht. Jesus Christus, gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Deins sind die Zeit und die Ewigkeit. Dein ist die Herrlichkeit, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Durch heiligen Wunden, die leuchtenden Herrlichkeit, behüte und bewahre uns Christus der Herr. Amen. Christus ist auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibe das Dunkel in unsere Herzen. Möge diese Osterlicht unsere Herzen mit Liebe erfüllen durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lumen Christi. Deo gratias. O Licht der wunderbaren Nacht, uns herrlich aufgegangen, Licht, das Erlösung uns gebracht, da wir vom Tod umfangen. Du Funke aus des Grabes Stein, du Morgenstern, du Gnadenschein, der Wahrheit Licht und Leben. Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen Scharen, lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe. Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist aller Orten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutter Kirche, umkleidet von Licht und herrlichem Glanze. Töne wieder heilige Halle, Töne von des Volkes mächtigem Jubel. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lasten der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes. Nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So bitten wir dich, o Herr, geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben.
Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lasset uns nun hinhören all die Botschaft der Heiligen Schrift. Die Bibel erzählt davon, dass Gott vom Anfang an und zu allen Zeiten das Heil der Menschen im Sinn hatte. Immer wieder kam er seinem Volk zu Hilfe. Mit ungebrochenem Verlangen will er auch heute die Liebe in unsere Herzen einsenken, um uns so ewiges Leben zu schenken. In jener Schöpfungserzählung, die wir gleich hören werden, liegt dem Verfasser daran, diese Schöpfung als ursprünglich ganz und gar gut zu charakterisieren. Die Erschaffung des Menschen ist der Höhepunkt des göttlichen Handelns, den Mann und Frau repräsentieren, Gott in dieser Welt. Wie in der Antike Statuen den König vergegenwärtigt haben. Das Ausruhen Gottes am 7. Tag will den Menschen damals und heute sagen, dass die Erholung, das Ausspannen wesentlich zum Gelingen des Lebens gehört. Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehret euch. Bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du bist wunderbar in allem, was du tust.
Lass deine Erlösung erkennen, dass deine Schöpfung groß ist, doch größer noch das Werk der Erlösung, die du uns in der Fülle der Zeit geschenkt hast, durch den Tod des Osterlammes, unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Es fällt uns schwer, die totale Vernichtung der ägyptischen Streitmacht als Tat Gottes zu verstehen, wie der folgende Text es nahelegt. Doch der Schwerpunkt liegt auf der Erfahrung der Befreiung Israels aus der Hand einer schier unüberwindlichen Großmacht. Das Gottesvolk weiß, dass es aus eigener Kraft allein diese neue Freiheit nicht erhalten hätte. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn ich am Pharao, an seinem Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, erhob sich und ging an das Ende des Zuges. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat an das Ende. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis, und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen, und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach. Alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter, zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn Jahwe kämpft an ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten
dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Rosse und Wagen warf er ins Meer. Wort des lebendigen Gottes. Behüte mich, Gott, behüte mich, denn ich vertraue auf dich. Mein ganzes Glück bist du allein. Behüte mich, Gott, behüte mich, denn ich vertraue auf dich. Mein ganzes Glück bist du allein. Lasset uns beten. Gott, deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen. Was einst dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen Völkern. Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit und durch die Fluten des Roten Meeres geführt. Nun aber führst du alle Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib, dass alle Menschen Kinder Abrahams werden und zur Würde des auserwählten Volkes gelangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn Gott seinem Volk verspricht, die in alle Länder zerstreuten Mitglieder wieder in Israel zusammenzuführen, dann scheint das im folgenden Text zunächst Gott nur für sich und seinen Namen zu tun. Doch letztlich ist es der Mensch, der vom Handeln Gottes profitiert. Gottes Geist will auch uns statt eines steinernen Herzens eines aus Fleisch geben. Es ist ein Herz, das zugleich verletzlich und einfühlsam ist. Es spürt, was Gott und dem Mitmenschen gut tut. Lesung aus dem Buch Ezechiel. Das Wort des Herrn erging an mich: Hör zu, Menschensohn. Als Israel in seinem Land wohnte, machten sie das Land durch ihr Verhalten und ihre Taten unrein. Da goss ich meinen Zorn über sie aus, weil sie Blut vergossen im Land und das Land mit ihren Götzen befleckten. Ich zerstreute sie unter die Völker, in alle Länder wurden sie vertrieben. Nach ihrem Verhalten und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. Als sie aber zu den Völkern kamen, entweihten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen. Denn man sagte von ihnen, das ist das Volk Jahwes, und doch mussten sie sein Land verlassen. Da tat mir mein heiliger Name leid, den das Haus Israel bei den Völkern entweihte, wohin es auch kam. Darum sagt zum Haus Israel, so spricht Gott der Herr. Nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen großen, bei den Völkern entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Völker, Spruch Gottes, des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Ich hole euch heraus aus den Völkern.
Ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über euch aus. Dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von allen Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Wort des lebendigen Gottes. Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan. Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan. Lasset uns beten. Gott, du unwandelbare Kraft, du ewiges Licht, schau gütig auf deine Kirche und wirke durch sie das Heil der Menschen. So erfahre die Welt, was du von Ewigkeit her bestimmt hast. Was alt ist, wird neu, was dunkel ist, wird Licht, was tot war, steh auf zum Leben. Und alles wird wieder heil in dem, der Ursprung von allem ist, in unserem Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Christus ist auferstanden, lasst uns nun einstimmen in den Lobpreis Gottes. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Erwecke in deine Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast, damit wir neu werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Die Botschaft des Apostels Paulus ist zunächst erschreckend. Wir müssen schon zu Lebzeiten sterben, um an Jesus Auferstehung teilhaben zu können. Dieses Sterben bedeutet, dass das Verlangen, immer mehr Dinge zu besitzen und ständig nur konsumieren zu wollen, in uns keinen Platz mehr hat. Wir sind damit frei für eine dauerhafte Beziehung zu Gott, die auch unseren biologischen Tod überdauert. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Schwestern und Brüder, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf dem Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat in das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee.
Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte ihm, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was für eine Dankbarkeit, was für eine Freude würde sie greifen, wenn bekannt würde, die Medizin gegen ein todbringendes Virus ist gefunden. Es gibt einen Impfstoff, es gibt eine Therapie, die rettet. Die Forscher, die das entdecken und erreichen, würden gefeiert werden. Ein Virus kann Menschen ängstigen, verunsichern und sogar ernsthaft erkranken lassen, doch gegen den Tod selbst, gegen seine Macht ist kein Kraut gewaschen, oder vielleicht doch. O liegt der wunderbaren Nacht uns herrlich aufgegangen und verklärt ist alles Leid der Welt, des Todes Dunkel ist erhellt. Von welchem Licht ist dann die Rede? Was wird da behauptet? Wir feiern Osten. Wir feiern den Sieg Christi über die Macht des Todes. Ja, Christus ist das wahre Licht. Er besiegt die Finsternis, die von der Welt und den Menschenbesitz ergreifen will. Den Hass, den Wahn, die Sucht nach Vergeltung und Rache und den Tod selbst, der die Folge von all dem ist. Das Licht, das Christus schenkt, ist aber nicht ein esoterisches Leuchten oder ein liebliches Lämpchen, sondern es ist unendlich mehr. Wie soll man dieses Licht beschreiben? Es ist wie ein machtvoller Strahl oder wie ein Blitz, der nicht einzufangen ist. Oder wie das gewaltige Geschehen in der Sonne selbst,
wo unvorstellbare Kräfte am Werk sind. Aber diese Vergleiche sind noch unendlich schwach gegenüber der Wirklichkeit, die wir heute bekennen. Das Leben siegt, der Tod ist tot. Wie kann das sein? Wie können wir das glauben? Wir können es glauben, denn Jesus ist der Großarzt, der für uns in den Tod gegangen ist. Dieser Arzt hat eine rettende Medizin gleichsam an sich selbst erprobt. Was ist diese rettende Medizin? Diese Medizin, das ist das unbegrenzte Vertrauen auf die Vaterliebe Gottes. Diese Medizin, das ist der Glaube. Wie können wir das verstehen? Schauen wir auf Jesus selbst. Jesus ist wirklich der Sohn, der vom Vater kommt und zugleich ganz bei den Menschen ist. Er ist der Sohn Gottes und der Menschensohn. Wie wird das deutlich? Es wird zum einen deutlich in seiner Verkündigung, in seiner Botschaft. Alles, was Jesus sagt und tut, zielt auf das eine hin. Gott, den ihr sucht und finden könnt, er ist der Vater aller Menschen. Er will seine väterliche Barmherzigkeit und Güte erweisen, indem er sich als Vater offenbart und den Menschen seinen Sohn schenkt. Jesus hat immer wieder gewagt und gebetet, um ganz nahe bei seinem Vater zu sein. Das war ihm neben aller Sorge und Mühe und Offenheit für die Menschen ganz wichtig. Das Gespräch mit dem Vater, die Zeit mit ihm, das Vertrauenssein mit ihm und seinem Willen. Dieser vertraute Umgang ist auch uns möglich. In diesen Wochen, in denen vieles nicht mehr so ist wie gewohnt, wo uns sogar geraten und geboten wird, Kontakte zu Mitmenschen, zu Freunden, zu den Schwestern und Brüdern im Glauben zu unterlassen und uns in eine Art Selbstisolation zu begeben. In einer solchen Zeit ist es gut zu wissen, dass wir nie allein sind, auch wenn Einsamkeit um sich greift. Die beste Medizin gegen die Krankheiten unserer Seele ist der Glaube. Und dieser Glaube wird bestätigt durch das große Wunder, die Auferstehung Christi von den Toten. Der Feind des Lebens wurde durch den Arzt besiegt, der das rettende Heilmittel bringt. Die Auferstehung Christi, die wir feiern, lädt uns ein, mit der frohen Botschaft dieser heiligen Nacht unseren Angehörigen, unseren Freunden und Bekannten Mut zuzusprechen und Freude zu vermitteln. Auf diese Weise tragen wir das Osterlicht weiter, denn wichtig ist es, dass der Glaube in unserem Herzen lebendig ist und uns voranleuchtet. Liebe Brüder und Schwestern, das Coronavirus wird uns nicht besiegen. Dennoch sind Schutzmaßnahmen nötig. Der wirkliche und endgültige Sieg über Krankheit, Tod und alles Böse liegt bei Jesus Christus, den auferstandenen Herrn. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, in unserer Osternachtfeier wird heute auch das Taufwasser geweiht. Dies geschieht, weil in dieser Nacht Jesus vom Tode erstanden und ins neue Leben hinübergegangen ist. Und weil wir in der Taufe zu Schwestern und Brüdern des Auferstandenen geworden sind, der uns Anteil gibt an seinem Leben. Deshalb wollen wir nun Gott bitten, dass dieses Wasser segne, das wir empfangen werden. Das geweihte Taufwasser soll uns an die Taufe erinnern. Gott aber erneuere in uns seine Gnade, damit wir dem Geist treu bleiben, den wir empfangen haben. In diesem Anliegen bitten wir nun auch alle Heiligen um ihre Fürsprache. Christus erbarme dich. Erbarme dich. Bitte für uns. 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 Bitte für uns.
Allmächtiger, ewiger Gott, deine unsichtbare Macht bewirkt uns das Heil der Menschen durch sichtbare Zeichen. Auf vielfältige Weise hast du das Wasser dazu erwählt, dass es hinweise auf das Geheimnis der Taufe. Schon im Anfang der Schöpfung schwebte dein Geist über dem Wasser und schenkte ihm die Kraft zu retten und zu heiligen. Selbst die Sintflut war ein Zeichen der Taufe, der das Wasser brachte der Sünde den Untergang und der heiligem Leben einen neuen Anfang. Als die Kinder Abrahams aus Pharaos Knechtschaft befreit, trockenen Fußes das Rote Meer durchschreiten, waren sie ein Bild deiner Gläubigen, die durch das Wasser der Taufe aus der Knechtschaft des Bösen befreit sind. Allmächtiger, ewiger Gott, dein geliebter Sohn wurde vom Johannes vom Jordan getauft und von dir gesalbt mit Heiligem Geist. Als er am Kreuz ging, flossen aus seiner Seite Blut und Wasser. Nach seiner Auferstehung befahl er den Jüngern: Geht hin und lehrte alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Allmächtiger, ewiger Gott, schau gnädig auf deine Kirche und öffne ihr den Brunnen der Taufe. Dieses Wasser empfange die Gnade deines eingeborenen Sohnes vom Heiligen Geiste, damit der Mensch, der aus dein Bild hin geschaffen ist, durch das Sakrament der Taufe gereinigt wird von der alten Schuld und aus Wasser und der Heiligem Geiste aufersteht zum neuen Leben deiner Kinder. Durch deinen geliebten Sohn stieg ich herab in dieses Wasser, die Kraft des Heiligen Geistes, damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind, in seinen Tod durch den Taufe mit Jesus Christus auferstehen zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Preist ihr Quellen der Herren, lobt und erhebt ihn in Ewigkeit. Liebe Brüder und Schwestern, wir alle sind eins durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus begraben worden, damit wir mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Nach den 40 Tagen der Fastenzeit, in denen wir uns auf Osten vorbereitet haben, wollen wir darum das Taufversprechen erneuern, damit wir einst dem Bösen abgeschworen und Gott versprochen haben, ihm, unserem Herrn, in der heiligen katholischen Kirche zu dienen. Deshalb frage ich euch: Widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können? Ich widersage. Widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über euch gewinnt? Ich widersage. Widersagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen? Ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters ist? Ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Wir alle haben in der Taufe das neue Leben empfangen und sind Kinder Gottes geworden. Wir wollen uns jetzt daran erinnern, wenn wir zeichenhaft das Taufwasser empfangen und damit besprengt werden. Lass uns in dieser Nacht den allmächtigen Gott bitten, der die Ostersonne der Auferstehung über unsere Welt aufgehen ließ. Wir beten für alle, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und für alle, die in das Dunkel dieser Welt hinein die frohe Botschaft der Auferstehung verkünden. Herr, lass dein Leben erblühen, du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Regierenden, deren Politik dem Wohlergehen der Menschen und dem Frieden unter den Völkern dienen möge, du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und überall auf der Welt um ihr Leben kämpfen. Für alle Menschen, deren Gesundheit besonders gefährdet ist, und für die mit einer Vorerkrankung. Für die Verstorbenen, deren Leben nicht gerettet werden konnte. Du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, über deren Leben die Auferstehungsbotschaft wie die Morgensonne aufgeht, die aus ihr Hoffnung, Kraft und Zuversicht schöpfen. Du Gott des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Für jene Kinder und Jugendlichen, die mit wenig Zuwendung und Liebe aufwachsen, und für deren Eltern, die von der Erziehungsaufgabe überfordert sind, du Gott des Lebens.
Wir bitten dich, Herr, höre uns. Für unsere Verstorbenen, die an dich geglaubt, auf dich gehofft und dich geliebt haben, du Gott des Lebens. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Denn wir wissen, du Christus, unser Herr, bist auferstanden, wahrhaft erstanden vom Tod. Du Sieger über Sünde und Tod, befreie uns zur wahren Menschlichkeit, damit wir eins mit dir auferstehen in alle Ewigkeit. Lasset uns beten. Herr unser Gott, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese österliche Feier, die im Opfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat, uns zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, der Vater im Himmel, Vater immer und überall zu danken, diese Nacht, aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in dieser Nacht der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit.
O gelobt die Ewigkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche die hochheilige Nacht, das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rudolf und allen Bischöfen, unserem Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, es und in Ewigkeit. Alle unsere Bitten, ausgesprochene und unausgesprochene, wollen wir nun hineinnehmen in das Gebet, dessen Test uns Jesus hinterlassen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, der allmächtige Vater, von allem Bösen und gib Frieden unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Jesus in die Mitte seiner Jünger trat, sprach er: Friede sei mit euch. Menschen sehnen sich nach Frieden. Und doch fällt es uns oft schwer, miteinander Frieden zu halten. Der Auferstandene schenkt uns seinen Frieden. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. So bitten wir: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Fehler und Schwächen, sondern auf unseren Willen zum Guten und schenke uns allen deinen Frieden. Dieser österliche Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Nach seiner Auferstehung ist Jesus den Frauen und Jüngern erschienen. Lebendig und gegenwärtig ist er auch heute noch in vielen Begegnungen und Zeichen. Seht, das ist Christus, der Auferstandene, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Schuld und den Tod dieser Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Fürchtet euch nicht, Jesus, der Gekreuzigte, ist auferstanden, wie er gesagt hat. Halleluja.
der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Singen wir 336. 336. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns durch die seligen Sakramente gestärkt. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Brüder und Schwestern, es ist ein uralter Brauch, dass zum Schluss der Ostergottesdienste die mitgebrachten Speise gesegnet werden. Dahinter steckt der tiefe Sinn, dass jede Tischgemeinschaft auf das himmlische Gastmahl verweist, zu dem uns Christus, der Auferstandene, einlädt. Unsere Mahlgemeinschaft hier am Altar
soll weitergehen an den heimischen Tischen in unseren Familien und Hausgemeinschaften. Alle Augen warten auf dich, o Herr, du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was lebt, mit Segen. Christus ist unser Osterlamm. Halleluja. Darum kommt und haltet Festmahl. Halleluja. Lasset uns beten. Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast uns zu deinem Tisch geladen und das Ostermahl mit uns gefeiert. Segne dieses Brot, die Eier und das Fleisch und sei auch beim österlichen Mahl in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in der brüderlichen Liebe und in der österlichen Freude und versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Wir wollen beten für die Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind, für alle, die Angst haben vor einer Infektion, für alle, die sich nicht frei bewegen können, für die Erziehenden und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern, für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke. Viele Generationen von uns haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch ist. Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, zum Schluss des Osternacht-Gottesdienstes möchte ich Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Ein herzliches Vergelt's Gott an Maximilian und Anna-Maria für die Live-Übertragung Osternacht-Liturgie möglich haben. Dankeschön an Lektoren Christian und Rainer und der Frau Silje Wittmann für die Osterlob und die Lieder wunderschön gesungen haben. Und Organist Bernhard für die musikalische Begleitung heutigen Osternacht-Liturgie. Danken möchte ich herzlich Messner Peter und Tobias für die wunderschöne Geschmuck in die Kirche, für Karwoche und Osten. Osten bringt immer Hoffnung und neues Leben. Wir hoffen und glauben in der auferstandenen Jesus Christus, dass wir gesund überstehen in dieser schwierigen Zeit.
Ich mit Pfarrer Josef danken Ihnen allen und wünschen wir aus der Gnade unserer Osterfeier ein gesegnetes und frohes Osterfest. Und zum Schluss wir singen Nummer 790, erste bis dritte Strophe. 790. Wir bitten Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. In dieser Nacht, die erhellt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu einer Außerfreude, die niemals endet. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Amen.